So, da bin ich wieder. Thermoskannen in Industriegröße. Es riecht nach Röstkaffee. Oh, halt, stopp. Was über Kleingeld. Auch in Form von Flaschen. Oh mein Gott. Was ist das denn? Unter dem Gewicht von Regen und Schnee hängt das Banner schlaff nach unten. Weiße Wellen auf rotem Grund. Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. Schön. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Hallo? Everard, 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 he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? The look in his deep blue eyes is as sincere as you've ever seen. Kind of makes you feel like an arsehole for no apparent reason. I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? Sein freundliches Gesicht verdunkelt sich. Warum sind Leute wie Sie so auf Streikbrecher fixiert? I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Er scheint von dir keine Antwort zu erwarten. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. Oha. Alles klar, viele Fragen. Was machen Sie mit den Containern? Oh, I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am, yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them. Er deutet auf die Container, die sich hinter ihm auftürmen. Eine rote Würfelprobe kann nicht wiederholt werden. Gut. Wir versuchen's. Was ist hier los? Everything is so pretty in red. You and Leo look like brothers as you glance around with similar childlike wonder. Okay. Wow, das Rot ist viel hübscher als das langweilige Grün. Sure is, mister. Sure is. Really livens up the place. Yes, it does. Yes, it does. I had to break this bonding moment, but the red containers mean they are replacing the company livery with the union livery, which means this strike isn't gonna stop anytime soon. Okay. Wo sind denn alle? Im Hafen ist niemand zu sehen. Oh, most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. Er lehnt sich zurück und schenkt dir einen vertraulichen Blick. We're on a strike. The whole union is. You don't have to work when you're on strike. Ha! We haven't worked for 2 months now. So no one is working? Not everyone is down there, of course. Mr. Everard is in his office, where he always is. And Jean-Luc is guarding the gate. Er überlegt einen Moment. But Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice vacation. For a week or so. Er bricht ab, wirkt aber, als ob er dir mehr erzählen wollte. Das klingt interessant. Was haben dieser Titus und seine Freunde sich denn für Ärger eingehandelt? Oh, I'm not really supposed to talk about that. That's union business. Ja, aber wir sind doch Freunde. Er lächelt und beugt sich vor. Him and his boys stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something. I heard Mr. Everett telling them to take some time off. Uh-oh. Don't go all bad cop on this simple, friendly fellow. Aber was haben sie denn getan? I guess the boys got a bit too rowdy and had to let out some steam. I don't really know the details. That's just how boys are, you know. I haven't been in a fight since I was in middle school. Easy, Leo. Let's keep this on the hard ease. Er sieht dich hilfesuchend an. Okay, Leo, erzählen Sie mal von diesem Kampf. Achso, nein, nicht ihn. Nein, ich will nicht auf seine Geschichte hinaus. Nee, wir machen das Erste.
Auflustig. Leo, in was für einen Kampf waren Sie denn verwickelt? Haben Sie einen Söldner getötet? Too late. Leo's mouth is still moving, and the words Oh are nein. spewing forth. Words, words, and look, even more words. This guy could go on till the end of days. Oh nein. Now he's talking about some drunk sawmill owner who... No, he already switched to a prized fishing rod he apparently owned at some point. You know what? Just cut in there with your Okay. questions. Arbeiten Sie hier? Yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo. Der kleine Mann hebt seine Hand zu einem Willkommensgruß. I'm like Mr. Everett's right-hand man when Mr. Edgar is out of town, and Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Everett is away. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Who is this, Miss Beaufort? Der Lieutenant sieht zu Leo auf. A real pretty lady with a skin like those Douai Sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. Okay. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always busy keeping things running here. Yes I am, yes I am. Stay on this Miss Beaufort topic. Augenblick mal, wer ist jetzt dieses Fräulein Beaufort, das Sie erwähnt hatten? Oh, Lizzie, she is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything, east of the river. 4 years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. But she's a real nice girl. Grew up in this here neighborhood, knows everybody and gets along with everyone. Real pillar of the community one day, I'm sure. For a fraction of a second, there's sadness in his eyes. If me missus and me was to have a child, I'd be real happy if she turned out like her. But she can't have kids. Dr. Lemaitre said so, and she knows about such things. Been a doctor for almost 50 years, she has. Er seufzt und verstummt, während er dich mit seinen ach so blauen Augen sanftmütig anschaut. Ja, ich bin mir sicher, dass hier nichts funktionieren würde, wenn Sie nicht die Schuhe vom Boss polieren würden, Leo. You see disdain in the lieutenant's dark eyes when they meet yours for a moment. Ich wollte mich nicht über ihn lustig machen. Oh, mister, I do a lot more than that. I really do most everything around here. Mr. Everett said many times I'm irreplaceable. Er lächelt immer noch, aber seine Stimme bebt kaum merklich. He really takes great pride in being in Everett's good graces. Okay, Sind Sie der Leo, der den Zettel geschrieben hat, dass mehr Banner benötigt werden? Oh, yes, yes. I leave all kinds of notes for myself. That old head of mine ain't so good at keeping things in no more. I almost forgot about the borscht. Was war das mit dem Borscht? Oh, yes. I've been taking special whirling borscht to the men every day since the strike started. It's very, very good. Makes a man feel so warm and happy. I feel like I could take on Mr. Renadan's boar dogs every time the lunch is done. Okay. Power borscht, huh? Never heard of a borscht that turns little guys into dogfighters. Alcohol, however. Was meinen Sie damit, dass Sie den Männern die Suppe bringen? Hat die mit dem Streik zu tun? Yes, yes. I'm taking it to them. The borscht keeps them happy and in fighting spirits. Makes you all warm inside. They brew it in the whirling in rags. Augenblick, wer braut den im Whirling? Oh, the whirling's cook. He makes it. Them is always talking with Mr. Manana in that weird language and laughing together. He doesn't speak what we speak. He's from Grad. Anscheinend ist der Borscht mit etwas versetzt. Da werde ich mal nachhaken. Oh, sure, mister. Sure. You do that. Yes, sir. Ja. Was ist in dem Container dort drüben? Ich zeige auf den Container, der an dem Kranausleger hängt. Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. Ich suche den Anführer der Hafenarbeitergewerkschaft. Oh, you want Mr. Everett then?
He's an awfully nice fellow, he is. Him and his brother are both nice fellows. They've lived their entire lives in this here neighborhood. Er hustet und fährt sofort fort. Guys like Mr. Ever and Mr. Edgar, his brother, are real good guys. Made Martinez what it is today. Mr. Ever and Mr. Edgar and I went to the same school we did when we were boys. Okay, jetzt mal langsam, Leo. Ich will doch nur wissen, wo ich den Mann finden kann. Oh, Mr. Ever is usually in his office, of course. But he already left for the day. He always leaves around 10 p.m. Schade. Okay. Dann gehe ich mal wieder. Bye bye now. Also ist der schon weg. Gut, wie komme ich denn aber raus? Wieder. Wie komme ich denn hier weg? Die Frage. Wie komme ich wieder aus dem Hafen raus? Vielleicht irgendwo hier lang. A large table with 2 huge vacuum-insulated thermal coffee dispensers. Someone has forgotten a small plastic card next to the stacks of cups. Damit komme ich rein und raus. Air into a discarded coffee cup. Ich nehme die Karte. You snatch up the red plastic card. It features a black contour of a crane lifting a container. The name, Etienne Hogarth, is written in the middle. Sehr gut. Below it, in smaller text, member of the board. It comes with a magnetic strip meant to open electronic doors. Ja, damit kommen wir erstmal zurück. Ich sehe in einen der alten Kaffeebecher. You see nothing exceptional. It's a dirty cup, smudged brown, with old ground coffee stuck to the bottom. Slowly getting moldy. Was soll ich denn hier sehen? Look closer. Was? If you squint your eyes enough, the coffee grounds almost seem to make up 2 letters, F and K. Oh mein Gott. It's a clue. Ein Hinweis worauf. A clue about the person behind all the murders. Klar. Aha, großartig. Irgendwie bezweifle ich, dass die Polizei mit altem Kaffee ihre Fälle löst. If you can't trust your own eyes, who can you trust? Certainly not Kim. He's so suspicious. Ja, in Kim ist okay. Okay, wir haben den Weg rausgefunden. Eine Treppe aus Paletten führt nach oben. Ja, gut. Irgendwas hatte ich doch hier noch. Okay, die Wahrnehmung ist schon wieder weg. Ja gut, er ist nicht da. Er ist nicht da. Ist klar. Was? Ein präparierter Fisch, der die Uhrzeit verrät. Der Schreibtisch wurde für die Nacht aufgeräumt. Ich glaube, dann sind wir hier fertig, ne? Kann ich da hin? Nein, da kann ich nicht hin. Ist klar, dann können wir jetzt tatsächlich zurück. Kim! Kim! Oh mein Gott, was passiert? Hä? Ich drehe mich immer wieder um. Alter, jetzt geh doch bitte da lang. Ach so. Okay. Das war dumm. Dann können wir jetzt schnell zurück einmal ins Hostel, um den Tag zu einem Ende zu bringen. Wo lang? Ach, hier runter, genau. Komm. Ist mir zu langsam. Jetzt können wir nämlich da durch. Ja, gut.
ist ja auch gar keiner mehr. Ui, Moment. Ach, das sah gerade so aus, als würde da eine Flasche liegen. Schade. Hat der Friedhof noch auf? Nein. So kann ich keine Flasche mehr abgeben. Hä? Zwei Uhr schlafen alle. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Adi-Time? Ich kann mit denen tatsächlich nicht reden. Ach, müssen wir wirklich? Kann ich nicht einfach so auf mein Zimmer gehen? Can I help you? Ob wir noch was Another sagen thing. können? Great. I love those. Nein, 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 alles gut. Yes. Also wegen meiner Schulden. Yes. Have you got it? Ich habe mich gefragt, ob wir uns wegen heute Nacht irgendwie arrangieren können. Does that arrangement include you paying me what we already agreed you owe me? Ich lasse Kim sprechen, der offenbar etwas zu sagen hat. Vielleicht kann uns Kim daraus helfen. I understand your predicament as the manager. However, Er rückt seine Brille zurecht. I feel I must remind you that we are here to conduct an important investigation that also affects your business. Forgive me for saying this, but your colleague seems more committed to drinking and... Er hält mitten im Satz inne. He shrinks back a bit under the lieutenant's severe gaze. I mean no offense. It's really nothing personal. I just have to protect the interests of this establishment. Ich will ihm nicht sagen, dass ich meinen Schlüssel noch habe. Dieses Gespräch führt zu nichts, oder? Not until you bring me the money. Okay, I might have something in my motor carriage we can use when you're done here. Wie? Was? I really didn't want to resort to this. The man is thinking. Was hast du denn da? Oh, Lieutenant, we're done here. Heieiei. Kann ich nicht einfach auf mein Zimmer gehen? Was passiert denn, wenn ich... Habe ich mir schon mal angeguckt. Eigentlich. Was passiert denn, wenn ich jetzt einfach hochgehe? In mein Zimmer. Ist die Frau da? The door is closed. Klopfe. Still no answer. Okay. This door can only be opened with a key or from the inside. Ach so, oder war das das Zimmer von der Frau? Nein. Ich hätte noch eine Brechstange. Nur mal so. Das ist wahrscheinlich keine Option, oder? The door is closed. Nein, ist gut. Also Kim, ich habe noch meinen Schlüssel. Willst du mich verarschen? Ich habe noch meinen Schlüssel. Wo? Aber den benutze ich jetzt nicht, oder wie? Oder was? Gut. Das ist merkwürdig. Dann gehen wir zu Kims Wagen. Was? Halt. Nein. Egal. Wir haben ja wohl keine andere Möglichkeit.
Ah, das mit dem Borscht, das können wir jetzt aber nicht rausfinden, nein. Hm. Okay. Was hast du im Wagen, Kim? Ein Schlafsack? Geld? Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. I have something here we could sell. Look in the back, in the suspect transport enclosure. Ja, aber an wen verkaufen? Haben die noch auf im Pfandladen? Transport enclosure. Regular people just call it the cage. Ich sehe ins verdächtigen Transportgatter. The cage at the back of the motor carriage looks rather uncomfortable. 4 shiny hubcaps are stacked against the seat. Oh The nein. silver edges sparkle in the dark. Sollen wir jetzt wirklich deine Radkappen verkaufen? I confiscated this for a little while back. Ah, We can take them to the pawn shop down by the Martinez Canal. wenn er noch auf hat. Was sind das für Teile? There are spinner hubcaps, frivolous things you put on your wheels. When the wheels come to a stop, the caps keep on spinning. There's no real use for them, it's just for vanity. A vanity he wouldn't mind. Was soll das heißen? Sie haben sie konfisziert. A couple of weeks ago, I stopped a young man for going slower than the speed of traffic. Turns out he was some coalition official's son and high. Ah, okay. Ich sehe mir die rotierenden Radkappen an. Kann ich gut verstehen. Die hätte ich auch konfisziert. Sie sind faszinierend. That they are. I was going to take them into evidence, but they weren't necessary for conviction. He never asked for them back. Hatten Sie vor, diese Radkappen an Ihrer Maschine anzubringen? No, that would be silly. I don't know why I kept them. It doesn't matter. I couldn't put them on this MC anyway. A cup with spinners. That would be outrageous. Ja, unerhört lässig. He flashes a smile, barely visible in the dark. Es tut mir leid, dass Sie sie meinetwegen verkaufen müssen. As I said, they are useless anyway. I should have remembered I have these earlier. But thank you. Danke, ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. The lieutenant nods as you take the spinners. Okay. Dann laufen wir mal runter zum Pfandhaus, die hoffentlich überhaupt noch aufhaben. Können wir... Ah ne, der hat alle Waren weggepackt. Schade. Oh ja, offenbar hat er noch auf.